Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung des amerikanischen leichten Panzers M5A1 Speth von Mirage Hobby im Maßstab 1:72. Was ihr hier seht, ist ein amerikanischer leichter Panzer, wie er bei der 4. Panzerdivision in der Normandie im Juli 1944 eingesetzt war, während der Operation Cobra, also dem Ausbruch aus dem Landungsbrückenkopf. Der Bausatz an sich, wie ihr den jetzt hier seht, der ist brandneu. Genau genommen gibt es den, glaube ich, noch gar nicht zu kaufen. Den habe ich von den Vertretern von Mirage Hobby auf der Spielwarenmesse gleich bekommen, damit ich euch den mal vorstellen kann. Der Bausatz an sich ist schon ein bisschen älter. Da wurden nur ein paar neue Teile hinzugefügt, um eben dieses spezifische Fahrzeug darstellen zu können. Zum Beispiel hier eben diesen Heckenschneider und noch ein paar andere Details. Ich persönlich, wie ihr vielleicht wisst, bin jetzt nicht wirklich so ein Experte, was amerikanische Panzer angeht, aber das Teil finde ich ist interessant, zumal zum Beispiel mein Großvater jetzt mit der Operation Cobra sogar was zu tun hatte, der wurde ja ein bisschen kalt erwischt und das macht das ganze Thema für mich trotzdem ziemlich interessant. Wenn man mal an Maßstab 1:72 denkt, dann denkt man immer an so winzige Modelle, die relativ schlecht detailliert sind. Das hat sich in den letzten Jahren offensichtlich geändert. Ich war da selber ganz überrascht. Da gibt es mittlerweile richtig tolle Bausätze, die detailmäßig für die Größe wirklich bombastisch sind. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal in die Schachtel rein, ob das hier auch zutrifft. Die Schachtel als solche ist relativ klein und kompakt, öffnet nach oben hin. Innen findet man dann die Bauanleitung, wo die Abziehbilder und die Fotonetzteile schon dran geheftet sind. Und die Bauteile sind alle in einem Beutel eingepackt. Ich sehe das nicht wirklich als Problem an. Die Teile sehen jetzt auch nicht wirklich brüchig aus. Ich finde, das ist eine ausreichend gute Verpackung. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Wir haben hier ziemlich viel Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug und zur 4. Panzerdivision auf Polnisch und auf Englisch. Noch mit ein paar technischen Daten dabei. Das finde ich sehr hilfreich, weil ich mich jetzt mit der Thematik als solcher nicht so ganz genau auskenne. Hier steht ziemlich viel drin, wo diese Einheit unterwegs war, was ich besonders interessant finde. Dann geht der Zusammenbau los, ganz konventionell hier mit der Wanne. Da kommt auch schon gleich die Oberwanne drauf, was ich ganz gut finde. Dadurch kann man irgendwelche Passprobleme relativ gut vermeiden. Das Fahrwerk, gut, relativ kompliziert, ziemlich kleinteilig. Da wäre es vielleicht gut gewesen, wenn in diesem Bauschritt ein bisschen weniger Teile verbaut würden, wenn man das auf mehrere Bauschritte aufteilen würde. Trotzdem, ja, die Abbildung ist eigentlich groß genug. Ich denke, damit lässt sich arbeiten. Ganz ähnlich ist es auch bei diesem Schritt. Hier kommen allerlei Kleinteile ran. Da muss man einfach Acht geben, dass man nichts vergisst. Und man wird auch gute Pinzetten brauchen, um diese Teile zu platzieren. Dafür ist das Ganze dann am Schluss ziemlich gut detailliert, weil gerade so Kleinteile sind bei anderen Bausätzen in dieser Größe oft angegossen. Schön finde ich auch, dass hier die Luken separat beiliegen. Das ist auch beim Turm recht interessant. Kann man gleich offen darstellen. Ich mag das sehr gern, weil ich gern mal so ein Diorama baue dafür und da kann ja gern mal der Panzerkommandant oder so rausschauen oder der Fahrer. Und bei anderen Bausätzen ist es halt einfach oft geschlossen, da muss man es aussägen, was ein bisschen risikoreich sein kann. Hier ist dann der Heckenschneider, der typisch ist für Fahrzeuge in der Normandie. Hier am Motordeck kommen dann so allerlei Werkzeuge ran. Auch das steigert natürlich die Detaillierung von dem Modell erheblich. Die Ketten liegen als Gummiketten bei, werden jetzt aufgezogen, scheinen auch so Greifer zu haben. Recht interessant. Ja, und dann ist das Modell auch schon beieinander. Die Bemalungsanleitung schlägt nur ein Fahrzeug vor von der 4. Panzerdivision. Das war beim 37. Bataillon. Die Company, 1. Platoon, 4. Fahrzeug im August 1944. Und die Farbtabelle hier bezieht sich auf Vallejo und Humbrol. Ja, finde ich gut, dass das in Farbe gedruckt ist. Ich fände es jetzt noch besser, wenn es vielleicht noch mehr Fahrzeuge von dieser Einheit gäbe.
dass man ein bisschen mehr Auswahl hat. Trotzdem an und für sich gute Bauanleitung, relativ übersichtlich. Damit lässt sich, glaube ich, arbeiten. Schauen wir uns jetzt die Gießäste an. Die meisten Gießäste hier im Bausatz sind ziemlich klein. Das ist jetzt hier einer von den größeren. Der Grund dafür ist, dass es von Mirage Hobby, von dem Panzer, ziemlich viele verschiedene Varianten gibt, wodurch der Bausatz modular aufgebaut ist. Da gibt es praktisch Haufen kleine Gießäste, die dann, je nachdem wie sie kombiniert werden, eben eine spezifische Variante von dem Panzer bilden. Hier haben wir zum Beispiel die Wandteile und diverse Werkzeuge. Ja, ist ganz gut. Ich sehe eigentlich kaum irgendwelche gröberen Mängel. Bisschen Grat hier und da. Die Auswerfer innen stören uns eigentlich nicht weiter. Die Angusspunkte könnten vielleicht ein bisschen kleiner sein, gerade bei so Kleinteilen. Aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm. So, Details wie Nietköpfe und so sind sehr scharf wiedergegeben. Das macht schon mal einen ganz guten Eindruck. Machen wir weiter mit dem nächsten Gießast. Hier haben wir die Oberwanne mit dran. Recht schön detailliert hier, was da so aufgeprägt ist. Und wie wir ja in der Bauanleitung schon gesehen haben, da kommt noch eine Menge ran. Hier die Frontpanzerung, auch jede Menge Bolzen und so weiter dran. Das sieht eigentlich recht schön aus. Jede Menge Kleinteile mit eher kleineren Verbindungspunkten zum Gießast. Also das können sie auch. Hier ist es zum Beispiel wieder relativ klobig. Das ist ein bisschen schade. Auch hier die Einstiegsluken hier vorne am Panzer. Auch diese riesengroßen Angusspunkte. Und ich finde, da schauen die Details doch ein bisschen schwammiger aus. Verglichen jetzt zum Beispiel hier mit dieser Fläche. Das ist ein bisschen schade. Aber letzten Endes auch nicht so schlimm. Hier haben wir dann die Unterseite der Wanne und die Oberseite vom Aufbau. Und nochmal eine Frontplatte. Ich vermute, dass wir die hier verwenden. Sieht aber auch sehr schön aus. Ja, Auswerfer haben wir nur an der Innenseite. Außen sieht es eigentlich ganz überzeugend aus. Hier haben wir diverse Kleinteile. Da wird man auf jeden Fall eine gute Pinzette brauchen und auch jede Menge Geduld. Die Teile sehen schön aus. Keine Mängel zu sehen, irgendwelche Fischhäute oder so. Das kann man jetzt aber auch bei einem neuen Bausatz auch erwarten. Das hier die Kanone im Turm, sehr filigran, auch rudimentäre Innendetails. Das wird jetzt bei dem Maßstab eigentlich auch ausreichend. Ja, gefällt mir ganz gut. Auch wenn man jetzt hier beim Auslösen der Teile sehr vorsichtig sein muss, dass man nichts kaputt macht. Ja, ist halt ein Geduldsspiel, aber wer damit nicht klarkommt, hat sowieso das falsche Hobby. Hier haben wir einige Turmkomponenten. Wie schon gesagt, die Luken hier oben kann man offen darstellen, finde ich toll. Ein bisschen Fischhaut ist da dran an dem Teil, aber das ist so minimal, da braucht man eigentlich nicht meckern. Ja, Anguspunkte sind zahlreich und relativ dick, aber es sind hauptsächlich gerade Teile, kann man ganz gut abschneiden. Auch wenn nicht immer ganz ersichtlich ist, wo das Bauteil aufhört und der Gießrahmen anfängt. Das sind jetzt hier diese kleineren Gießäste, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das ist einfach dem modularen Aufbau dieses Bausatzes geschuldet. Da kann man dann auch andere Varianten bauen. Ja, hier dieses MG, das sieht ein bisschen winzig aus, nicht so toll detailliert. Das gehört, glaube ich, an den Turm ran später. Ja, kann man ein bisschen verbessern. Aber ansonsten sind die Teile eigentlich ganz schön gegossen. Und das Plastik hat eigentlich auch eine schöne Härte. Ist relativ hart, wird sich also auch gut bearbeiten und kleben lassen. Das ist der Hedgerow Cutter. Besteht aus 4 Teilen. Die Halterungen sind schon angegossen, das finde ich ganz gut.
Wir haben hier zwar Auswerfer, aber diese Teile gehen da drauf, dann sieht man es später nicht. Ja, coole Sache. Bei einem Dragon Sherman im selben Maßstab, den ich mal gebaut habe, war das Ding aus Photoads, war aber auch von der Form deutlich anders. Ich finde aber aus Plastik ist es eigentlich auch ganz gut. Kommen wir jetzt noch zu den Fahrwerksteilen. Da haben wir hier die Leiträder, ganzen Rollen und die Rollwegen. Hier sind die Verbindungspunkte sehr groß und man weiß auch nicht immer genau, wo die Teile aufhören und der Gießrahmen anfängt. Das finde ich ein bisschen störend. Muss man ganz vorsichtig raustranchieren, das Ganze. Ansonsten kann es leicht passieren, dass man ein Teil beschädigt. Ja, leichte Sinkstellen hier an der Innenseite. Das sieht man aber später nicht. Außen sieht es gut aus. Das sind hier die Lagerungen für das Leitrad. 2-mal auf jeder Seite. Sehr schön gefertigt. Da gibt es nichts zu bemängeln. Hier haben wir noch die Triebräder und jede Menge Laufrollen. Die Triebräder haben den Befestigungspunkt hier zwischen den Zähnen. Wenn man jetzt hier von der Rückseite die ausschneidet, ist es eigentlich kein Problem. Von vorne ist es nicht ganz so deutlich zu sehen. Also das sollte ganz gut gehen. Und die Rollen, ja, haben ein bisschen Fischhaut hier an den Öffnungen, ist aber leicht abzuschaben. Ansonsten finde ich die jetzt detailmäßig schon ganz gut. Man muss ja immer sehen, wir reden hier vom Maßstab 1:72. Also da kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Die Ketten und ein Abschleppseil liegen hier als Weichplastikteile bei. Das ist immer ein Problem, da hält die Farbe relativ schlecht. Die sind jetzt nicht zu weich und nicht zu störrisch. Ich denke, dass die sich schon lackieren lassen. An den Ketten haben wir hier außen so Greifer drauf. Das finde ich recht interessant. Wir haben ein bisschen Gussgrad hier an der Außenseite, an den Verbindern. Das ist vielleicht nicht ganz so schön. Ist auch schwierig zu versäubern. Andererseits ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man die Ketten eindreckt, weil man das Modell ja irgendwie altert, ja doch relativ hoch. Also kann man das auch so relativ gut verbergen später. Ja. Sieht ganz nett aus. Lässt sich bestimmt gut verwenden. Photoads-Teile, Maßstab 1:72, ja, das ist immer ein bisschen kritisch, etwas nervenaufreibend. Wir haben hier aber insgesamt nur 3 Teile, und zwar 2-mal hier für die Scheinwerfer so ein Schutzbügel. Was das in der Mitte sein soll, weiß ich nicht genau. Ich glaube, dass das hier das Visier ist für einen Fahrer, was der aufklappen kann, wenn er seinen Kopf rausstreckt und halt den ganzen Tag über Land fährt, dass er nicht die ganzen Fliegen und Staub ins Gesicht bekommt. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Die Teile sind ausreichend dünn, relativ leicht zum Ausschneiden. Ich denke, damit lässt sich arbeiten. Der Abziehbilderbogen ist relativ klein. Der Trägerfilm, wie man sehen kann, wenn es hier so glänzt, der ist relativ groß. Das kann ein Problem sein. Außerdem stört mich hier, dass dieser Stern auf jeden Fall falsch gedruckt ist. Das ist nicht ganz im Zentrum. Abziehbilder beeindrucken mich jetzt solche jetzt nicht so. Was ich aber ganz nett finde, ist hier, könnt ihr vielleicht sehen, diese Flecken. Das sollen Abdrücke von schmutzigen Stiefeln sein. Das kann man also am Modell irgendwo platzieren, am Turm oder am Motordeck. Da muss man da selber nicht irgendwas hinstempeln. Und das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Habe ich so noch nie gesehen, ist aber eigentlich eine geniale Idee. Farbton passt eigentlich auch. Finde ich interessant. Ansonsten, Abziehbilder kann ich jetzt auch nichts zu sagen, ob die irgendwie gut funktionieren oder so. Das sehe ich dann erst, wenn ich sie verwende. Der Eindruck, den sie jetzt gerade machen, der ist eher mittelmäßig. Der Bausatz als solcher macht einen ziemlich guten Eindruck und hat auf jeden Fall meine Erwartungen daran deutlich übertroffen.
Mit Mirage Hobby hatte ich jetzt zuvor relativ wenig zu tun. Ein paar Zubehörsets für Dioramen bieten die an, die ganz okay sind. Die haben aber auch ein paar ältere Bausätze, die man vielleicht lieber nicht bauen sollte. Da kommt vielleicht auch die etwas zweifelhafte Reputation von diesem Hersteller her, so unter Modellbauern. Zu Unrecht, wie ich finde, weil jetzt dieser neue Bausatz ja auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck macht. Sehr detailliert, auch sehr kleinteilig, was ja sicherlich eine Herausforderung ist, aber dadurch bekommt man halt doch ein recht vorbildgetreues Modell am Schluss. Die Fertigungsqualität von den Teilen ist eigentlich ganz okay. Die Angüsse und Verbindungspunkte sind teilweise relativ dick, was natürlich jede Menge Arbeit bedeutet beim Auslösen, aber das sollte auch irgendwie zu schaffen sein. Interessant finde ich auch, dass das hier jetzt ein ganz spezifisches Fahrzeug ist, in einer besonderen Konfiguration, wie es halt bei einer bestimmten Einheit unterwegs war. Das sieht man auch relativ selten. Finde ich gut, dass es das gibt, weil ansonsten hat der geneigte Modellbauer eventuell Schwierigkeiten, das irgendwie hinzubekommen. Ich stelle ja relativ viele Bausätze vor auf meinem Kanal, aber bisher hatte ich eigentlich noch nie Gelegenheit, einen Bausatz zu zeigen, der eigentlich noch gar nicht auf dem Markt ist. Dafür bin ich sehr dankbar. Vor allem bin ich dankbar, dass Mirage Hobby da so großzügig war und mir den Bausatz einfach so mitgegeben hat, damit ich euch den mal zeige. Soweit, so gut. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.